Hallo Freunde, willkommen bei einer neuen Ausgabe der Schlachtnacht. Unser nächster Kandidat, darauf haben wahrscheinlich schon sehr viele Leute gewartet. Ja, es ist der Nissan Juke R 2.0 von AutoArt. Der wird ja momentan überall sehr günstig angeboten, für um die 60 Euro rum, mal mehr, mal weniger. Und dieser hübsche Kandidat jetzt hier, der ist in schwarz matt. Hersteller natürlich AutoArt. Und der Ersteindruck an sich, wenn man jetzt rein objektiv sich das Modellauto anschaut, sieht das schon ziemlich cool aus. Und wenn man jetzt aber ins Detail geht, ne, also wenn man sich das Modellauto, dass man die Hand nimmt und man will was aufmachen, dann wird man leider bitter enttäuscht von AutoArt. Wenn man überlegt, er hat ursprünglich mal knapp über 100 Euro gekostet, manchmal sogar weitaus mehr wie 100 Euro. Und man kriegt das. Also wie gesagt, optisch, rein optisch, wenn man den einfach sich jetzt nur hinstellt und nichts damit macht, dann ist das in Ordnung für 60 Euro rum. Aber wenn man erwartet AutoArt Qualität, dann ist man hier bitterlich enttäuscht. Man kann, so viel ich jetzt hier herausgefunden habe, nur die Türen öffnen. Sonst nichts. Kein Kofferraumdeckel, keine Motorhaube, gar nichts. Keine Türen hinten. Und das ist echt bitter enttäuschend. Also für mich jetzt. Also Plastikmodellauto, wo man nur die Türen öffnen kann. Und das von ursprünglich über 100 Euro. Boah. Hätte der immer 60 Euro gekostet, keine Frage, ist okay. Also jetzt für 60 Euro kann man sagen, ist das ein fairer Kurs. Man kann leider nur die Türen aufmachen und das Modellauto ist aus Plastik. Aber, ihr versteht, was ich meine. Man ist einfach enttäuscht. Man hat ja Erwartungen, man kriegt diese geile AutoArt-Modelle und boah, 60 Euro, das ist jetzt auch nicht super teuer, ne? Und dann bekommt man den und dann ist man erstmal sehr bitter enttäuscht, dass das eigentlich nur ein Plastikmodellauto ist. So. Wir fangen mal auch mal direkt an zuzulegen, ne? Weil ich bin jetzt auch gespannt, was für positive oder doch negative Situationen wir hier erleben. Die kleinen Dachspoiler. Also eins vorab, zahlt auf gar keinen Fall mehr wie 100 Euro für dieses Modellauto. Das ist definitiv nicht wert. Egal was der eine oder andere bei eBay und Co. erzählt, so rar, boah, wie ich das hasse, ne? Wenn ich das Wort rar schon in der Annonce lese, ne? Dann kann ich schon kotzen, ne? Und dann weiß ich ganz genau, er ist nicht rar. Und wenn man den dann eingibt bei eBay und Co., ne? Um zu gucken, was die Konkurrenz kostet, dann sieht man als erstes sofort, er ist nicht rar. Muss man gleich von innen versuchen. Ich zerlege ihn gerade zum ersten Mal. Ich meine, an sich ist das kein schlechtes Modellauto. Man hat ja auch hier schön, richtig schön Juke hingeschrieben. Wobei das R, seht ihr, zu nah an der Kante geraten ist. Da ist die Kante und das R ist direkt auf der Kante. Da ist leider ein bisschen was schief gelaufen bei dem Modell. Aber sonst so. Als der Nissan damals auf den Markt gekommen ist, also nicht das Modellauto, sondern der echte, war ich positiv überrascht und fand das auch cool, weil das mal halt was optisch was ganz anderes ist. Hier müsst ihr mit einem kleinen Uhrmacherwerkzeug rangehen, ne? An den Frontspoiler. Also hier verbergen sich eine Schraube
hier vorne unter der Lippe, die ich eben abmontiert habe. Dann ist hier eine Schraube. Hier drin ist auch noch eine Schraube. Hier eine Schraube. Hier auch. Und hier auch. Also ich fühle schon, dass man die Stoßstangen hinten auch noch abmachen kann. Aber ich habe ein bisschen Schiss, da jetzt weiter zu drücken. Boah, guck mal, weil es so Plastik ist, biegt sich das ganze Modellauto, ey. So. Der Diffuser. Irgendwo birgt sich hier noch eine Schraube, die ich noch nicht gefunden habe. Ach cool, der Auspuff ist ja immer geil. Sieht aus wie ein Schlauch. Hier ist eine Schraube, da ist eine Schraube. Habe ich hier auch richtig gelöst? Ja. Die ist auch komplett gelöst, die ist auch komplett gelöst. So, eigentlich müsste ich den jetzt abbekommen. Also ich zerlege den gerade zum ersten Mal. Also ein bisschen Nachsicht mit mir. So, dann kommt der Auspuff raus. Ah, unterm Auspuff haben sich noch zwei Schrauben versteckt. Hier. Unterm Auspuff. Hier. Direkt am Differential. Haha. Gut. Ja, jetzt geht's ab. Tja, nur die Hinterachse. Aber wir können ja schon mal die Felgen angucken. Sehr schön geworden. Hier ist auch ein schönes Nissan-Zeichen. Die Felgen sind mal echt geil. Ah, ja, doch, das ist geil. Aha, hier sind auch nochmal unter der Achse auch nochmal zwei Schrauben. Sicher, sicher, ne? So, von den Details her ist das Modellauto natürlich nicht schlecht, ne? Es ist eher kein Grund schlechtes Auto. Also, nur weil es als das Plastik ist, ist es jetzt nicht super schlecht, ne? Also das hier schon mal vorweg. Man muss halt nur damit rechnen, dass es nicht den Qualitätsstandard hat, was man eigentlich erwartet von Autoart. Ja, hier sind noch mehr Schrauben, ne? Hier verbergen sich noch irgendwo Schrauben. Aber ich fange ja schon an, den Kühler an zu zerlegen. Ja, irgendwo müssen hier noch Schrauben sein. Irgendwo hier sind noch Schrauben.
Boah, Jungs, ich komme hier nicht weiter, ne? Boah, hier ist definitiv noch eine Schraube. Hier ist es bombenfest. Boah, das gibt's nicht, ne? Ich guck mal, ich mal hier hinten weiterkomme. Boah, ich komme hier nicht weiter, ey. Ich geb dich auf. Ich krieg dich noch geknackt, mein Freund hier. Das ist echt eine harte Nuss hier, ne? Der ist bombenfest. Guck mal, jetzt habe ich sogar die Ölwanne abgemacht, ey. Und ich sehe immer noch keine Schraube. Wobei hier ist auf jeden Fall eine Schraube. Ich habe den Motor schon fast komplett zerlegt, ne? Mir ist die Achsaufhängung kaputt gegangen. Boah, das ist nicht normal, ne? Das ist nicht normal, meine Freunde. Hier irgendwo verbirgt sich eine Schraube, die sich mir noch nicht gezeigt hat. Boah. Achsaufhängung habe ich schon kaputt gemacht, ey. Verdammt! Boah, jetzt habe ich die Schraube gesehen. Oh Gott. Das stimmt mit Autoart nicht, ey. Jetzt habe ich die Schraube gesehen. Die ist unter der Vorderachse. Boah. Das stimmt nicht mit denen, ey. Ist doch nicht normal. Da sind die Schrauben. Und die kriegt man nur raus, wenn man die komplette Vorderachse ausbaut. Da und da. Das gibt's doch nicht jetzt. Um diese Scheiße abzumachen? Bist du ein AA-Modellauto, echt? Also Gnade euch Gott, wenn ihr den hier zerlegen wollt, ne? Also wenn ihr keinen anderen Hobbys habt, dann macht ihr das.
Guck mal hier vom Teserband, die ganzen Abdrücke. Und jetzt bin ich wieder, bleib ich hängen. Das ist schon wieder irgendwo fest. Aber ich sehe nichts, wo. Jetzt habe ich die scheiß Kunststoffkaus ein bisschen kaputt gemacht, ey. Da habe ich aber keinen Bock mehr drauf, ne? Das ist doch nicht normal, ey. Was hat denn Autoart denn hier zusammengebaut? Echt? Also ich bin jetzt hier echt total am Kämpfen, ne? Ah, fick dich. Entschuldigung. Ich hab gesehen, wo es hängt. Boah! Leck mich doch, echt. Da. Eine Schraube in der B-Säule. Ich habe hier schon echt an mir selber gezweifelt, ne? Ich habe schon selber an mir gezweifelt, ey. Und dann per Zufall geht die Tür auf und ich sehe das. Boah, Schande. Echt Schande. Boah. Bin gar nicht auf die Idee gekommen, da nachzugucken, ne? Gar nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Der eine oder andere wird sagen, ich weiß, dass da eine Schraube ist. Ja, ich weiß. Einige wissen immer alles besser. Und jetzt müsste der richtig abgehen. Richtig abgehen. Ja, das tut er wieder auch wieder nicht mehr. Jetzt ist der nochmal beleidigt, ne? Boah, bist du ein krankes Modellauto, ey. Der Grund, warum das Modellauto so schwer ist. Guck mal jetzt. Jetzt sehe ich auch meine scheiß Problematik an dem Modellauto. Die Vorderachse ist hier befestigt. Und daran habe ich voll gekämpft. Boah, Alter, ist das ein Modellauto, ey. Tief durchatmen. Also die Innenausstattung ist echt super. Wenn man nach vielen Kotzen und Kotzen und Kotzen es endlich geschafft hat, den auseinanderzubauen. Und guck mal, hätte ich gewusst, dass da 2 Schrauben sind, wäre das viel schneller gegangen. Und ich hätte die Achse auch besser rausbekommen. Gott, 20 Minuten. Die schöne Innenausstattung, Gurte sind drin. Ich muss jetzt gleich noch die Windschutzscheibe sauber machen, die ist voller Abdrücke. Putzen.
Ihr seht schon, ne? Ich bin ja auf purer Verzweiflung, habe ich schon die Stoßstange hinten abgerissen, ey. Teils. Die ist nämlich auch festgeschraubt, ey. Gott, bist du ein Modellauto, echt. Also wer echt so bekloppt ist und dieses Modellauto zerlegen will, der soll gewarnt sein. Ein Spaziergang wird's nicht. Das erinnert mich an den Film Der alte Mann unter Wal. Wo der alte Mann da tagelang versucht hat, den Wal da aus dem Wasser rauszuholen oder irgendwie so was. Oh Gott, das geht dieses verkackte Werkzeug auch nicht, ey. Hier ist es auch noch verklebt, weil es so schön ist. Ihr merkt schon, das Auto macht mir echt voll die Freude. Ich habe es mir eigentlich besser vorgestellt zu zerlegen, ne? Ich habe gedacht, das ist so ein Billigeimer wie der Alfa Romeo. Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Wie viel Kleber habt ihr denn drauf gemacht, Autoart? Ich krieg das noch nicht mal reingedrückt. Also ich hätte nie gedacht, dass dieses Modellauto mich so ärgert, ne? Ich habe gedacht, das wird die echten Kinderspiele hier. Mal so zack, zack, zack zeigen, was ihr für das Geld bekommt, ne? So, habe ich mir gedacht. Aber dass ja so ein Endgegner hier mutiert, damit habe ich nicht gerechnet. Das Geile ist ja, die Türschrauben, hier, die hier, um die Türe zu lösen. Die sind ja auch noch mit Kleber versehen. Das Problem ist, hier kann ich jetzt nicht mit dem Feuerzeug dran gehen, ne? Weil das Modellauto ja aus Plastik ist. Oder wie ein Zuschauer mir gesagt hat, mit einem Lötkolben erhitzen. Das geht ja jetzt hier in diesem Fall nicht. Und dann schmelzt man ja alles weg. Boah, mein Gott, was stimmt nicht mit denen, echt? Boah, was für ein Modellauto, ey. Der geht bei mir in die Geschichte ein. Aber irgendwann kriege ich jedes Modellauto geknackt. Also Leute, eine Warnung an euch. Wenn ihr dieses Modellauto zerlegt, rechnet damit auf viel Widerstand. Auf sehr viel Widerstand. Dieses Modellauto gibt nicht mal eben so auf. Und jetzt anhand meines Zerlegungsmarathons könnt ihr auch sehen, wo die Schrauben versteckt sind. Was ich vorher nicht wusste. Mir hat keiner gesagt, wo die Schrauben sind. Ein Inlet. Ihr merkt schon an meiner Stimme,
Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Modellauto. Der hat mich jetzt echt ans Limit gebracht. Sage ich euch ganz ehrlich. Am liebsten würde ich jetzt aufhören, nach Hause gehen, Film anmachen und anstecken. Aber es warten noch 3 Autos mit Video. Und da ich mich jetzt in den Urlaub verabschiede, werde ich... Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Mein Tipp, zerlegt den auf gar keinen Fall. Lasst ihn so wie der ist. Das bringt einen nur zum Kotzen und Verzweifeln und alles. Guck mal, 25 Minuten für ein Modellauto. Überlegt mal, was für eine Zeit. Normalerweise brauche ich nur ein paar Minuten für ein Modellauto. Aber dieser hier, der war echt ein Endgegner. Wenn ihr den zerlegt, bitte macht nicht die gleichen Fehler. Ihr müsst, nachdem ihr alle Schrauben unten gelöst habt, müsst ihr die hier in der B-Säule, die beiden Schrauben auch lösen. Dann geht das ab und dann könnt ihr die Schrauben von der Vorderachse lösen. Und dann ist dieses Modellauto auch passé. So, das war's. Boah, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Modellauto, ne? Blah. Und es geht gleich noch weiter. Die nächsten Modelle werden ein bisschen einfacher werden. Danke fürs Zugucken. Bis demnächst. Ciao, Freunde.